Hallo, schön, dass du da bist. Ja, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Witzige Situation. Sag mal, was machst 'n du an einem typischen Donnerstag, wenn du nicht gerade hier bist? Also im Moment ist es tatsächlich so, dass ich Germany's Next Topmodel schaue, Ja. beruflich, rein beruflich, weil wir da sehr, sehr viele Jobs machen. Wir sind da sehr, sehr kreativ tätig. Heute ist sogar ein Regisseur, der bei uns ist, der ist heute sogar zu sehen. Und dann Mhm. schaue ich mir das natürlich sehr, sehr gerne an. Vor allem jetzt, wo die Männer zum ersten Mal dabei sind, auch oder dabei sein dürfen. Und ja, also das ist quasi so mein Ritual am Donnerstagabend. Also jetzt zur Zeit, ne? Zurzeit, Zur Zeit. Das heißt, ja. es ändert sich auch viel in deinem Job, was du machst sozusagen? Also, es ist sehr flexibel? Absolut. Also ich meine, ich bin ja von Haus aus Kreativer und war jetzt nicht immer bei Pro7 Sat.1, sondern ich habe eine klassische Werbeagentur-Karriere Mhm. hinter mir und habe mich halt ein Leben lang immer damit beschäftigt, Bedürfnisse in Menschen zu wecken, die sie vielleicht ohne uns gar nicht hätten. Ah, okay. Alles klar. Das heißt, du bist in der Werbung tätig, richtig? Ja, also das sind meine Wurzeln. Das Ja. sind meine Wurzeln. Jetzt ist es so mehr aus dem Content kommen. Wenn man in der Werbung ist, kommt man immer sehr aus der Marke, sehr aus dem Produkt, sehr aus der Dienstleistung. Ja. Und wenn man natürlich beim großen TV-Haus ist oder im sehr großen Medienhaus, kommst du sehr stark immer aus dem Content. Also was wollen die Leute denn wirklich sehen und was interessiert die? Weil sonst schauen sie sich halt nicht an. Merkst du das auch bei dir selber, dass wenn du jetzt durch die Straßen gehst und ganz privat unterwegs bist, dass du dann von der Werbung gecatcht wirst? Also jetzt welche, die du nicht selber machst? Ja, also ich Oder? habe mal, also man muss dazu sagen, dass es ist ja wie will ich sagen, Werbung ist ja so der wohldosierte Preis, den wir alle zahlen müssen, wenn wir frei verfügbaren Content wollen. Also zumindest im Bewegtbild, weil für alles andere muss man ja zahlen. Und deswegen ist halt Werbung, sagen wir mal, ja, ein Preis oder so ein Einstiegspreis, wo ich halt wirklich dann frei verfügbaren Content habe. Und gute Werbung catcht mich auch wirklich und ich falle auch selbst drauf rein. Also ich bin total Opfer. Ich liebe zum Beispiel Wasser, das nur zum Vollmond abgefüllt wird. Also es gibt so ein Vollmondwasser, was Ja, doch, ich nur kenne das. Ja. ja, und das trinke ich total. Da falle ich total drauf rein. Meine Frau, die regt sich total auf, weil es dann 3 € teurer ist oder 4 oder so. Aber ich glaube da dran und ich Ja. finde es dann, das schmeckt auch. Also ich bin selbst auch Opfer. Aber das heißt, das Gesundheit ist dir sehr wichtig, kann es sein? Also wenn man Ja. jetzt so mit dem Wasser, das ist ja schon... Ja, also ich mache schon Sport und bewege mich. Ich mache zum Beispiel, also das hat wirklich Corona mit sich gebracht. Als das alles so ins Homeoffice verlagert wurde, habe ich immer so meine Walk and Talks gemacht. Ich habe sehr viele Directs. Und da ist es halt so, dass ich meine Jobfixe immer vormittags habe und dann wirklich durch den Wald laufe mit meinen Ohrenstöpsel und dann halt telefoniere und sehr, sehr viel laufe dabei. Also wirklich so jeden Tag 10, 11 Kilometer. Jetzt nicht rennen, Ja. aber halt schon so stramm gehen. Ne? Also ich walke sozusagen dann sehr stark dabei. Und das mache ich aber auch, wenn es regnet. Also jetzt nicht nur, wenn die Sonne scheint oder wenn es schön ist. Und von daher ist das für mich ein Ausgleich. Und ich benutze keine Aufzüge. Das hat mir auch mein Arzt gesagt, ich soll jede Treppe nehmen. Und Ja. wir sind ein Konzern mit sehr vielen Treppen. Und wenn man da zum 5. Stock hoch muss und rauf und runter, ja, das ist so mein Fitnessprogramm eigentlich. Das heißt, du lebst auch sehr bewusst, was das angeht. Vermittelst du es auch deinen Kindern oder deinem Kind? Du hast einen Sohn, Ich habe richtig? einen Sohn, Ja. ich habe noch einen Sohn Ja. und ich habe eine Tochter. Also Ah. ich bin tatsächlich dreifacher Vater. Die größte ist jetzt 19, die lässt sich natürlich von Papa dann irgendwann auch nicht mehr so viel sagen. Hat jetzt ihr Abitur gemacht, der mittlere ist 17 und ja, da geht es ja auch schon langsam los, dass der dann auch mal dann Alkohol und Partys für sich Ja. entdeckt, zum Glück nichts Schlimmeres. Und der Kleine, ja, wie Kinder halt so sind, ne? Die naschen natürlich gerne und da muss man schon achten. Wobei, da würde ich fast sagen, dass meine Frau, oder nicht fast, das fast streichen wir, meine Frau ist da tatsächlich besser Ja. und bewusster. Die ernährt sich teilweise vegan, also die ist jetzt nicht so eine Hardcore-Veganerin, aber sie mag es halt ganz gerne. Ja. Die isst nicht so gerne Fleisch. Glaubst du denn, weil du gesagt hast, dass du gerade keinen Einfluss mehr hast, so richtig? Klar, irgendwann nabelt man sich ja ab von vom Elternhaus. Würdest du sagen, was ist jetzt was, wo du weißt, das hast du vielleicht deinen Kindern gut mitgeben können? Ja, also man hat ja schon, ich glaube ja schon, dass jeder Mensch und jede Familie so Werte hat, für die sie halt stehen oder stehen. Und die habe ich von meinen Eltern mitbekommen, auch noch von den Großeltern. Und das ist schon auch mit so einer gewissen Demut durchs Leben zu gehen, weil es ist ja schon so, wenn man viel in der Welt rumkommt und ich komme beruflich auch viel rum oder bin auch viel gereist oder reise sehr gerne,
dann merkt man ja schon, in welchem Schlaraffenland wir nach wie vor, also bei allem jammern und jeder jammert nur, wie toll es uns schon geht und welche Möglichkeiten wir haben, uns fortzubilden und auch laut seine Meinung zu sagen. Ne? Auch wenn man mal sagt, ich bin da jetzt dagegen, deswegen kommt man aber nicht sofort in den Knast, sondern das wird dann zugelassen. Und das ist ja in ganz, ganz vielen Orten der Welt nicht der Fall. Also von daher, so eine gewisse Demut finde ich wichtig. Ja. Ich find so eine Neugierde auch wichtig. Ich finde auch so eine gewisse, auch ein Respekt vor älteren Menschen. Und das sind so Werte, die ich versuche halt mitzugeben. Was glaubst du, war denn damals, als du so alt warst wie deine Tochter oder dein Sohn, hast du gedacht, dass du da landest, wo du jetzt bist? Ja, Ja? das muss ich tatsächlich sagen, weil ich habe schon im Kindergarten, ich wusste schon im Kindergarten, dass ich mal in die Werbung möchte. Also ich gehöre wirklich Tatsächlich? zu denjenigen, die mit 4, 5 Jahren schon wirklich sehr kreativ waren und die haben tatsächlich im Kindergarten, das klingt immer blöd, wenn man es über sich sagt, aber es war tatsächlich so, dass die im Kindergarten schon Ausstellungen mit meinen Bildern gemacht haben. Ah ja. Dann habe ich in der Schule sehr viele Preise gewonnen, also war bayerischer Sieger, deutscher Sieger, Europasieger und habe ein Buch von Helmut Kohl mit Unterschrift und war im Fernsehen und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, da kann ich was besonders gut. Aber das ist ja immer so, wenn man so eine Einzelbegabung hat oder etwas, wo man sehr spitz, sehr gut ist, da hat man natürlich auch Fächer, wo man dann nicht so gut ist, wo man das so ein bisschen aber Zum ausgleichen kann. Sprachen. Ich verstehe sehr gut Englisch und spreche auch ganz gut, weil ich es auch muss vom Job her. Aber in der Schule war ich wirklich schlecht in Englisch. Das war immer das. Englisch und Deutsch waren meine schlechtesten Fächer, obwohl ich ja sehr viel Texte, sehr viel schreibe und Präsentationen mache und Leute mit Worten auch überzeugen muss. Aber ich war da eher so ein bisschen schlampig. Ich habe dann Buchstaben vergessen und ich hatte schon immer so viele Fehler im Aufsatz, dass die waren dann wahnsinnig kreativ, die haben es noch gerettet, aber ich konnte dann gar keine 3 mehr kriegen oder so, Ach so? Oh. weil ich schon so viele Fehler hatte. Und dann Okay. ging es immer nur auf so eine 4 raus. Dann, ne? Aber sonst hatte ich nur 1 und 2, aber Deutsch und Englisch 4. Aber du hast dich nicht entmutigen lassen. Du Nein, bist zielstrebig nein. voraus. Ja, und wie Ja. gesagt, Werbung, das war für mich tatsächlich früh klar. Ich wusste Ja. wirklich schon mit 4, 5 Jahren, dass ich mal in die Werbung möchte. Und das Krass. habe ich dann halt wirklich auch durchgezogen. Ne? Was würdest du denn Kindern oder Jugendlichen raten, die jetzt nicht so einen klaren Weg vor Augen haben? Also meine Frau überlegt sich heute noch, was der richtige Job für sie ist und ist immer noch nicht ganz so happy und angekommen. Von daher war das für mich tatsächlich neu, zu lernen, dass es Menschen gibt, die gar nicht so genau wissen, wo sind ihre Stärken. Also die wissen schon ihre Stärken, aber wie kriege ich die auch übersetzt im Job? Weil jeder hat ja Stärken. Ne? Und das war für mich immer sehr simpel und ich dachte, so geht das jedem. Und dann merkst du aber, dass es viele gibt, und das zeigen auch die ganzen Berater und Coachings und so weiter, sagen wir mal, die da Hilfe brauchen. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass wenn man das Studieren anfängt, das habe ich mal gelesen, das fand ich ganz spannend, wenn man das Studieren anfängt, fangen wirklich 30-40% der Leute in Jobs an, die es am Anfang des Studiums noch gar nicht gab. Also von daher, Okay. wir leben ja in einer absoluten Veränderung und von daher muss man wirklich sehr offen sein. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich mich jetzt, wenn ich nochmal anfangen würde, so schon von vornherein so festlegen würde. Oder ob ich nicht auch noch ein bisschen mehr open-minded bin, weil ich glaube, das Studium ist schon eine klasse Zeit, wo man auch mal was ausprobieren soll. Ne? Und Ja. auch wenn man nicht weiß, was man will, ist das super wertvoll. Also ruhig auch mal was machen und merken, oh, das ist gar nicht meins. Das hilft ja auch. Voll. Ja. Dann weiß man schon mal, was man nicht will. Ganz ne? genau, Ja. das hilft. Das hilft, das total. stimmt natürlich. Deine Eltern, würden die jetzt auch sagen, sie sind stolz auf dich, denn was du erreicht hast? Ja, meine Eltern sind leider beide schon verstorben. Aber sie wären, glaube ich, sehr stolz. Ich führe auch noch Gespräche nach wie vor. Also wenn ich Schön, ja. Autofahrten habe, dann rede ich tatsächlich mit meinen Eltern, vor allem mit meiner Mutter. Habe da wirklich auch eine sehr enge Beziehung zu gehabt, eine sehr, sehr gute. Obwohl wir uns wirklich nicht so oft dann gesehen haben, weil man ja wegzieht. Und Ja. dann war ich in verschiedenen Städten und so weiter. Aber die wären, oder ich bin mir sicher, dass die sehr, sehr stolz. Also die waren natürlich schon, als sie das alles noch miterlebt haben, schon sehr, sehr stolz. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass die irgendwie das noch mitkriegen. Also ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwie ein Himmel ist und die auf einer Wolke sitzen und Aber Harfe irgendwas spielen ist da, und, also. und da runter gucken und sagen, ne, was ist denn da los? Aber man sollte sich schon so verhalten, glaube ich, dass die zu jeder Zeit dann auch stolz sein können. Das gelingt nicht immer, muss ich fairerweise sagen. Aber ich gebe mir da die größte Mühe und die werden sehr stolz, ja. Schön.
Wie ist denn das mit Fehlern? Also wenn du jetzt einen Fehler machst, kannst du den gut eingestehen oder wann kommst du dir auf die Schliche? So, egal ob beruflich oder privat, so ganz allgemein. Also als Kreativer muss man lernen, loszulassen. Und das ist gar nicht so einfach, weil du natürlich, und das muss man wirklich lernen, weil du natürlich sehr verliebt in deine eigene Idee bist. Das ist ja logisch, weil sonst Ja. kannst du die nicht mit so einer Leidenschaft vorantreiben. Und wenn du dann irgendwann merkst, dass es da draußen dann eben Kunden gibt, die dafür zahlen oder auch Aufträge, und da gibt es ja KPIs, die erfüllt werden müssen, ne? Sei es Abverkauf, sei es Verjüngung der Marke, sei es Engagement oder sei es in Kontakt mit der Zielgruppe zu treten oder wie auch immer. Und dann kann das dann auch schon mal das Falsche sein. Und da dann wirklich das zu nehmen und in Akte P, also Papierkorb zu legen oder irgendwo hin, dass man es vielleicht mal wieder recycelt oder leicht umwandelt, Ja. das fällt einem am Anfang sehr schwer, weil man das sehr persönlich nimmt. Also die Kritik ist, das muss man dann lernen, da kritikfähig zu sein und wirklich loslassen zu können, im wahrsten Sinne des Wortes. Und klar, privat gebe ich mir Mühe, dass ich das gut hinkriege. Im Job fällt mir es tatsächlich leichter, Fehler zuzugeben. Da habe ich mittlerweile auch wir haben so eine Fehlerkultur auch. Weil ich sage immer, wer sich nicht bewegt, der kommt nicht voran. Und wenn man auf die Fresse fällt, dann bewegt man sich zumindest vorwärts. Ne? Und wenn ich einen schnellen Fehler mache und den nicht oft wiederhole, sondern ich lerne daraus, dann ist es ja gut. Dieses Trial and Error, das ist ja nun mal so. Also Erfindung Glühbirnen, und da gibt es ja genügend Beispiele. Aber man muss halt wirklich in so einen Rhythmus kommen, dass man halt aus Fehlern lernen muss und die auch zugeben muss. Das fällt mir beruflich leichter. Privat ist es dann immer gleich so eine persönliche Sache. Da fällt mir es ein Tick schwerer, aber ich arbeite an mir. Was ist so dein nächstes großes Projekt, wo du sagst, das willst du jetzt umsetzen? Also Für dich privat, also persönlich. mein nächstes großes Projekt, naja, also ich würde gerne tatsächlich, da schiele ich jetzt schon so ein bisschen drauf in den nächsten Jahren, ich würde tatsächlich meinen Lebensabend mit meiner Frau in Italien verbringen. Also jetzt nicht zu 100%, weil man muss ja dann immer gucken, dass man die Hälfte auch hier wohnt und so. Das ist ja mit den ganzen Versicherungen und Steuer und so weiter. Aber so die Hälfte der Zeit würden wir gerne in Italien verbringen, weil meine Frau spricht fließend Italienisch. Das Land ist wahnsinnig schön, die Leute sind wahnsinnig nett und es gibt da tolle Regionen, die halt nicht so überlaufen sind auch. Ja. Und da würden wir uns schon ganz gerne Haus, Wohnung oder so irgendwas dann Nähe Meer oder Gardasee, dann ist nicht so weit nach München oder halt dann Meer oder so. Aber das ist schon so ein großes Projekt, aber wirklich jetzt mal in 8 bis 10 bis 12 Jahren jetzt gedacht. Ja, Ne? okay, schön. Wenn ich höre, also die Arbeit nimmt natürlich viel Raum bei dir ein, ne? Wie kriegst du das überein mit der Familie und den privaten Freunden? Ja, also so richtig viele Hobbys habe ich jetzt gar nicht, dass ich irgendwie Golf spiele, wobei ich das irgendwann bestimmt mal anfange. Nur ich kenne mich, wenn ich was mache, dann mache ich das immer sehr extrem. Also ehrgeizig auch Ja, sehr. und im Moment ist es schon so, dass meine Arbeit wirklich so viel Zeit in Anspruch nimmt, also das Schöne ist, dass die Arbeit ist mein Hobby. Das klingt jetzt blöd, aber mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Ich mache das wahnsinnig gerne, nach wie vor, bei allem Ärger und bei aller Leidenschaft, die man hat. Aber ich habe schon einen unheimlichen Antrieb in mir selbst. Ja. Da Sachen zu erschaffen mit meinem Team und voranzutreiben. Das ist ja immer Teamarbeit. Man macht ja nie was alleine oder auch mit Partnern. Aber ich gucke natürlich schon, dass man muss sich schon, aber ich sage mal, ohne Input hast du kein Output. Also du musst schon gucken, dass du immer wieder mal dich in eine Straßenbahn setzt und einfach mal Leute beobachtest oder mal in die Fußgängerzone gehst oder mal auf den Berg. Also wirklich mal, das ist ja hier ganz schön, die Berg und See, mal hochgehen oder Skifahren und das nutzen wir schon so für so Mini-Trips. Ja. Und dann natürlich ist mir schon auch wichtig, viel von der Welt zu sehen. Und da gönnen wir uns dann auch mal wirklich so eine Fernreise. Ne? Das ist mir dann auch sehr wichtig. Ja. Kannst du auch gut abschalten dann? Oder Ja, ist es jawohl. Ja? Das war jetzt zu schnell fast. Ich gebe zu, dass ich meinen Rechner immer dabei habe. Okay. Ja. Also nicht nur Handy, sondern sogar mein Laptop. Ich muss halt wirklich beruflich oft Freigaben machen und über was drüber schauen und so. Und da ist mir das Handy fast zu klein. Wobei auf den Malediven, Thailand und Vietnam und so, da hatte ich ihn nicht dabei. Aber bei so Kurztrips oder so oder sogar im Skiurlaub, da habe ich den zumindest dabei, nicht, weil ich arbeiten möchte, nur weil ich manchmal irgendwie mal, wenn es nur für 10 Minuten, irgendwie doch noch mal was checken muss oder was abhaken muss oder was freigeben muss. Und aber ich glaube, das ist halt so. Man kann nie so ganz loslassen. Bei so einer Fernreise, ja.
Da schon. Okay. Ja. Ja, ich meine, wenn man was mit Leidenschaft macht, dann macht man es ja auch gerne Ja. und dann ist es ja auch einem Ja. nicht wie Arbeit, ne? Absolut. Okay. Absolut. Gibt es eine Eigenschaft an dir, wo du sagst, die würdest du gern ablegen? Oh, eine Eigenschaft, die ich quasi nicht so, also vielleicht, also ich bin nicht cholerisch, das würde ich nicht sagen, aber ich kann schon mal in so Rage geraten, also ich bin ein schlechter Beifahrer zum Beispiel. Ich fahre wirklich, Okay. ich bin ein sehr schlechter Beifahrer, ich fahre sehr gerne Auto und es macht mir auch nichts aus. Und da bin ich vielleicht hier und da mal ein bisschen zu aggressiv oder lass mich zu leicht reizen oder so. Das ist so eine Eigenschaft, wo ich vielleicht ein bisschen entspannter werden müsste. So, und da habe ich ein bisschen zu dünnes Fell vielleicht, würde ich sagen. Okay. Ne? Aber nur, ich würde es wirklich auf Autofahrten oder wenn vielleicht irgendwas ist, was mich extrem reizt oder so, dann kann ich mich schon mal hinreißen lassen, dann auch irgendwie meinen Senf dazu zu geben, was ja auch nicht immer gut ist. Und da würde ich aber gerne ein bisschen mehr, also ein bisschen entspannter werden. So ein bisschen morgens Yoga machen und so und einatmen, ausatmen und so. Das gelingt mir noch nicht ganz so gut, aber immer besser. Naja, okay. Was findest du war früher, also so wo du ja, in deiner Kindheit oder Jugend, was war da besser im Verhältnis zu heute? Also bei allen Vorteilen, die Smartphone ja mit sich bringt und die ganze digitale Entwicklung. Und ich bin auch großer Fan. Also man kann ja ohne Handy auch gar nicht mehr sein. Wobei das auch mal gut tut, das wirklich mal zur Seite zu legen. Und wir haben tatsächlich schon Workshops oder wenn ich in der Jury bin, wo es dann wirklich so einen Handyhalter gibt, wo der Name drauf geschrieben wird. Und es kommt dann wirklich also man darf das zur Mittagspause mal eine halbe Stunde haben. Ja. Und ansonsten ist es morgens 3 Stunden weg, 4 Stunden und dann bis abends. Und es ist am Anfang irritierend, weil man so einen Reflex hat. Also das ist ja fast schon so ein Tick, den jeder hat, so manisch Total. ständig drauf zu gucken und ständig irgendwie und denken, oh Gott, ich muss erreichbar sein, ich bin so wichtig. Und man gewöhnt sich aber dran, wenn es dann auch mal weg ist. Also das war, glaube ich, schon früher besser, dass wir mehr mit uns selbst beschäftigt waren oder auch mit anderen und viel gespielt haben, viel rausgegangen sind. Und ich habe ja so ein Credo, ich glaube, um kreativ zu sein, brauchst du eine gewisse Form von Langeweile. Das klingt jetzt ein bisschen paradox, Ja. aber wir haben halt früher, wenn wir auf den Bus gewartet haben, Schulbus oder so, dann haben wir halt mal 20 Minuten an der Haltestelle auf den Schulbus gewartet oder haben gespielt oder haben Leute angeguckt oder auch wenn wir in der U-Bahn gefahren sind, dann haben wir auch uns unterhalten oder rumgeguckt oder Leute beobachtet, aber nicht Kopfhörer, Handy, also weißt du, wie ich meine, du bist ja nur so in deiner Welt, Beschallung die nur eine ganze Beschallung. Zeit. Und ich glaube halt, du musst schon, also mir kommen gute Ideen bei langen Autofahrten, weil da komme ich fast in so einen meditativen Zustand. Und das kommt durch Langeweile. Ne? Also wenn es jetzt eine stressige Fahrt ist, dann nicht, ich habe ja gerade gesagt. Ne? Aber wenn es eine normale Fahrt ist, dann super. Also Weg zur Arbeit Wenn du ist, selbst fährst. wenn ich selbst Ja. fahre, absolut, sonst komme ich überhaupt nicht in den Flow. Nein, und wenn man aber so eine Fahrt hat, irgendwie von München nach Berlin zum Beispiel, wenn man jetzt nicht Zug fährt, sondern ein Auto, weil man vor Ort sehr flexibel sein muss vielleicht, sonst fahre ich ja immer Zug. Und die ist recht frei ab Nürnberg und da komme ich zu super Ideen, weil ich in so eine gewisse Langeweile habe und da fange ich an, kreativ zu werden. Weil wenn ich nur eine Beschallung die ganze Zeit habe und man sieht es ja, die Aufmerksamkeitsspanne ist ja mittlerweile bei 7 Sekunden. Also mein Kleiner guckt ja Krass, nur noch ja. so, also der hat jetzt seit er in der 5. Klasse ist Gymnasium, hat jetzt auch sein Handy, damit wir ihn irgendwie orten können, auch und gucken, oder das anrufen kann, wenn alles okay ist. Hat aber auch Bildschirmzeiten und so, also da sind wir recht streng. Aber der guckt nur noch so. Ja, TikTok ist ja, Ja, gerade, ne? Das ist also nicht Tinder oder so, was Nein, jetzt alle nein, denken, das wissen, sondern wirklich hier, und also null Aufmerksamkeitsspanne. Ne? Also das ist so nur, und es muss sofort immer knallen. Das macht ja auch viel mit, wenn man so, auch wir, wenn wir snackable Sachen machen auf TikTok, musst du am Anfang erstmal so Bam Ja. und dann gucken sie sich's an, warum denn Bam. Aber wenn du erstmal so langsam eine Story aufbauen willst, dann verlierst du alle. Also du musst erstmal sehr laut sein Ja. und so hat halt jedes Medium so seine seine eigenen Regeln. Aber to make a long story short, dieses zu Digitale bei allem Tollen, wie das ist, wenn wir uns früher verabredet haben, haben wir uns auch getroffen, obwohl wir keine Handys hatten. Oder wir haben auch was gefunden in einer anderen Stadt, obwohl wir kein Google Maps hatten oder so. Und es ging irgendwie auch. Und das hatte noch so ein bisschen was. Und man war nicht ständig erreichbar. Das hat ja auch mal Vorteile. Das hast du ja nur noch im Flugzeug. Und da auch nicht mehr oft oder Stimmt. nicht ständig. Aber das hast du ja, wenn du fliegst, hast du ja für dich so wie so ein geschützter Raum, wo du über den Dingen schwebst und nicht erreichbar bist. Das ist ja auch mal schön.
Gibt es einen Bereich, den du vielleicht auch gerade bei deinen Kindern erlebst, so, wo du sagst, boah, da komme ich nicht mit und da will ich auch gar nicht mehr mitkommen? Ja, also ich sag mal, was tatsächlich für mich schwer war, ist dieses ganze Gaming, wobei ich selbst auch früher Pac-Man und Donkey Kong, das habe ich auch alles noch geliebt und Ja. auch die neueren Spiele alle, aber ich bin nicht so ganz so addicted, also der hat jetzt eine Ja. Playstation und so weiter. Aber, und das Selbstspielen finde ich ja auch fein. Was mich so irritiert, dass die Jugend und der Große nicht mehr ganz so, aber vor allem der Kleine, die gucken sich gerne auf YouTube an, wie andere Leute ein Spiel spielen und das kommentieren. Ja, ja. Und das verstehe ich überhaupt nicht. Ich denke so, hey, dann spiel doch selbst. Und er hat mir es dann aber versucht zu erklären und dann habe ich es auch verstanden. Er hat gemeint, naja, Papa, das ist wie wenn du ein Fußballspiel guckst zum Beispiel. Ne? Also du guckst ein Fußballspiel, du spielst ja auch nicht selbst. Ja. Und hast jemanden, der das kommentiert, einen Kommentator. Und der führt dich da so ein bisschen durch und du lernst was und du findest es schön und du fühlst dich aufgehoben oder du ärgerst dich auch mal oder wie auch immer. Aber so ist es da auch. Und dann habe ich so ein bisschen verstanden, aber ich verstehe es trotzdem nicht so wirklich. Oder ich will es, das geht bei mir so, ich verstehe es Du nicht. musst ja auch nicht alles. Nee, man so, muss ne? nie alles Ja. verstehen. Wärst du gerne heute in dieser Zeit noch mal 20 Jahre jünger? Also ich habe schon Respekt vor allen Leuten, die jetzt ins Berufsleben gehen, die studieren, die sich entscheiden müssen. Auf der einen Seite haben sie so viele Möglichkeiten wie noch nie. Also gerade jetzt auch mit AI, KI, das ist ja ein bisschen so die Demokratisierung von Kreativität, würde ich fast sagen, dass du Ja. halt mit wenigen Kniffen dich darstellen kannst oder was visualisieren kannst, wo du früher hast gut zeichnen müssen oder hast was bauen müssen oder wie auch immer. Also von daher gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten. Du kannst im Ausland studieren. Also das ist wirklich alles sehr breit geworden und sehr offen. Und auf der anderen Seite sind wir gerade in so einer Permakrise, das habe ich gelernt, den Begriff. Permakrise, das heißt, wir haben nicht jetzt die eine große Krise, wie jetzt die Pest im Ja. 15. Jahrhundert oder Zweiter Weltkrieg oder so, das so alles umfassend ist, sondern wir haben so eine Aneinanderreihung von sehr, sehr vielen Krisen. Wir haben gefühlt eine Dauerklimakrise, wir sind in der Post-Corona-Phase, jetzt ist der Ukraine-Krieg, Gazastreifen, wir sind in der Rezession. Wir haben eine hohe Inflation, Deutschland spaltet zwischen links und rechts. Trump winkt schon her, dass er bald wieder will und so. Also es ist halt wirklich so, ich glaube, dass die Jugendlichen von heute sich damit, oder die müssen sich damit ein bisschen zurechtfinden, dass das jetzt kein Dauerzustand ist, dass das aber auch so schnell nicht mehr weggeht erstmal. Ne? Also, klar. und da waren wir schon, glaube ich, das war schon einfacher bei uns so nach dem Zweiten Weltkrieg. Also ich bin jetzt so alt, aber ich sag mal so 70er, 80er, 90er. Ja. Das war halt total heile Welt. Ne? Ich meine, da gab es AIDS und so weiter, klar, dann wurde man mal aufgeklärt und so. Aber es war jetzt nicht so das, ich meine, die jungen Leute, die jetzt wirklich 2 Jahre durch Corona nicht raus durften, du nimmst denen ja 2 ihrer schönsten Jahre. Also meine Tochter war da zwischen 16 und 18, das ist ja irre. Also das ist ja Wahnsinn, das kann ja niemand mehr geben, diese Zeit. Und ich glaube, das ist schon heute herausfordernder, als es bei uns war. Bei uns war das noch mehr alles irgendwie heile Welt. Und jetzt haben wir halt wirklich so sehr, sehr viele Krisen, finde ich, so am Stück. Und ich habe das Gefühl, das wird so ein normaler Zustand. Das stumpft auch ein bisschen ab, was auch schwierig ist natürlich. Aber, also to make a long story short, ich bin happy, so wie ich bin. Aber würde ich jetzt eine Verjüngungskur auf 20 machen, würde ich auch sagen, Challenge accepted. Okay, Ja. ja, cool. Und was würdest du sagen, um Leuten Mut zu machen, gerade in so einer Zeit, also die jetzt Anfang 20 sind, weil man ist ja schon mit vielen Sachen konfrontiert und ja, was würdest du denen sagen, mitgeben können? Ja, also mein jetziger Chef hat gesagt, if you want to change the world, don't ask for permission. Also auf gut, und ein früherer Chef hat es mal so ähnlich gesagt. Er hat gesagt, Tom, du bekommst nie so viel Verantwortung gegeben, wie du dir nehmen darfst. Also sprich, selbst wenn du Praktikum machst oder irgendwie duales Studium oder was auch immer oder bist Anfänger, wenn du nur da sitzt und wartest, dass jemand zu dir kommt und sagt, hey, mach mal das, hast du Lust, das zu machen, mach mal das, dann sitzt du wahrscheinlich dein Leben lang da. Ne? Also natürlich kommt mir jemand und will was von dir, das ist ja logisch. Aber du darfst dir mehr rausnehmen oder darfst dich mehr trauen oder darfst wirklich dir auch mehr zumuten und vielleicht auch Sachen machen, die gar nicht so in deinem Bereich sind. Wie jetzt zum Beispiel, also das ist gern gesehen und nur so kommst du halt voran. Also nur so entwickelst du dich weiter, wenn du dich mehr traust,
oder mehr zutraust, als du vielleicht sogar kannst. Das klingt so ein bisschen komisch, aber das hat mir immer geholfen, dass ich wusste, ich darf mich mehr trauen oder mehr zutrauen, wie dass ich vielleicht zu 100% weiß, dass ich das dann auch kann. Ne? Also das wäre so mein Hauptappell. Traut euch, macht einfach. Ne? Und also mein Hauptappell an alle, traut euch, macht euch, und Fehler machen ist total okay. Man muss aus Fehlern lernen, aber man entwickelt sich nur weiter. Und man muss sich immer fragen, will ich Erfolg oder will ich Fehler vermeiden? Und wir haben so eine Fehlervermeidungskultur in Deutschland leider, Ja. dass der Karriere macht, der am wenigsten Fehler macht. Und ich finde, man braucht eine gute Fehlerkultur. Dass es total okay ist, Fehler zu machen. Dass es total okay ist, was auszuprobieren. Dass es total okay ist, auch mal zu scheitern. Aber dann entwickelt man sich weiter und traut euch und nehmt euch mehr raus, als man euch zutraut. Ja, danke für deine Offenheit und dass du so cool geredet hast mit mir. Das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Und wir haben gut gematcht hier heute. ja, ne? Muss man mal wunderbar. echt Wie der sagen. Sonnenschein. Ja, sehr schön. Genau. Sehr schön. Ich kann dir die Hose mal leihen, oder? Ja, danke. Ich leide den Pulli Sehr gerne. gut. Der wird mir wahrscheinlich nicht ganz passen. Genau. Und vielen lieben Dank Ja. dir. Danke dir. Danke.